Hallo, hallo! Im letzten Video habt ihr gesehen, wie ich die undichten Fenster rausgenommen habe. In der Werkstatt habe ich sie dann ausgiebig geputzt und schlussendlich auch zerlegt, weil sie nicht mehr so gut aussahen. Das Plexiglas muss neu und die Verbindungsstücke für die Rahmenhälften haben wir neu gefräst. 1 week later. Das neue Plexiglas ist angekommen und es kann losgehen mit dem Zuschneiden. Zuerst nehme ich das alte Glas als Schablone und zeichne auf dem neuen Glas die Umrisse nach. Schön mit ein bisschen Puffer, man will ja am Ende nicht zu viel abschneiden. Das hier verwendete Plexiglas ist übrigens extra UV-beständig. Dadurch ist es witterungsbeständiger, wird nicht so schnell spröde und bekommt keinen Gelbstich. Plexiglas wurde übrigens 1933 das erste Mal produziert. Einen UV-Schutz gibt es aber erst seit 2002. Als nächstes kommt der Grobzuschnitt mit der Stichsäge. Hierfür verwende ich ein Holzsägeblatt. Acrylglas ist etwas heikel beim Zuschnitt. Wenn es zu warm wird, schmilzt es nämlich recht schnell. So ist es wichtig, dass man nicht zu lange an einer Stelle bleibt. Von der Geschwindigkeit muss man einfach ein bisschen ausprobieren. Für mich hat eine höhere Hubzahl ganz gut funktioniert. Wenn man zu langsam sägt, dann bleibt man unter Umständen auch zu lange an einer Stelle und es schmilzt. Auch Kurven haben erstaunlich gut geklappt. Insgesamt war das Zuschneiden mit der Stichsäge einfacher als gedacht. Nur vom Finish darf man sich nicht zu viel erhoffen. Fürs Finish kommt dann die Oberfräse zum Einsatz. Dafür wird das alte Fenster als Schablone unter das neue gelegt. Die neue Scheibe ist nun noch etwas größer als die alte und das ist auch gut so. Man muss schauen, dass man überall einen leichten überstehenden Rand hat, damit man den nachher schön wegfräsen kann. Nun die beiden Scheiben aneinander und am Tisch fixieren. Ich habe zusätzlich noch Hölzchen untergelegt, damit die neue Scheibe nicht schon jetzt zerkratzt. Ein bisschen Abstand zum Tisch ist auch nötig, damit man nicht aus Versehen die Arbeitsplatte anfräst. Und jetzt geht's los mit Fräsen. Für die Oberfräse gibt es viele verschiedene Fräsköpfe. In einem Fall wie diesem hier benutzt man einen Bündigfräser. Ein Bündigfräser hat ein Kugellager unterhalb von der Schneidfläche und der Fräskopf fräst so viel ab, bis die Schneidfläche und das Kugellager auf einer Linie sind. Damit kann man also die Form von der Schablone, hier das untere Fenster, genau kopieren. Es besteht also nicht die Gefahr, dass man zu viel abschneidet. Das Fräsen klappt super. Ist aber sehr anstrengend, weil man die ganze Zeit den Knopf drücken muss. So wechseln Marc und ich uns ab. Die ganze Sauerei nachher wegputzen dauert auch ein Weilchen. Die geschmolzenen Schnipsel sind selbst bis in die Regale geflogen. Tomorrow. Nun sind wir bereit zum Zusammenbauen. Erstmal schleife ich die scharfen Kanten aus dem Plexiglas, damit nachher nicht die Dichtung beschädigt wird. Die Schutzfolie bleibt zur Sicherheit drauf bis nach dem Einbau. Als Dichtung verwende ich eine EPDM-Rundschnur. Ursprünglich war eine Dichtung mit U-Profil verbaut, aber wir konnten keine neue mit den gleichen Maßen finden. Tja, so ist das bei einem alten Boot. Die beiden Enden der EPDM-Schnur werden mit einem speziellen Moosgummikleber verklebt. Weitere Informationen und Links zu den von mir verwendeten Produkten findet ihr auch auf meinem Blog. Wenn euch meine Videos gefallen, dann freue ich mich sehr über euren Support bei Patreon. Eure Beiträge unterstützen dann meinen Refit und auch die Videos. Danke! Die EPDM-Schnur wird in den Rahmen geschoben. Dann drücken wir das Plexiglas in den unteren Teil vom Rahmen. Das ist schweißtreibend. Eher eine knappe Kiste. Als nächstes bereite ich 8 kurze M4-Schrauben vor. Ich umwickle sie mit Butyl.
Butyl ist wirklich eine tolle Alternative zu Sikaflex. Ich mache dann demnächst mal ein separates Video dazu. Dann schieben wir die Verbindungsstücke, die wir im letzten Video mit der Fräsmaschine gemacht haben, in den Rahmen, zwischen Rahmen und Dichtung. Das Ganze ist so eng, dass man die Dichtung lang ziehen muss, damit es überhaupt reinpasst. Am Ende des Tages haben wir beide Schwielen an den Händen. Super, geil. Nun kommen die Schrauben mit dem Butyl zum Einsatz. Es ist etwas schwierig, sie zum Greifen zu kriegen, da das Gewinde sehr kurz ist. Aber für mehr ist einfach nicht Platz. Durchs Herausziehen der Dichtung ist sie nun zu lang. Also nochmal einen Schnitt und erneut kleben. Die Schnittstelle mache ich oben am Fenster, da dort kein Wasser stehen wird. Und wenn ja, dann haben wir ganz andere Probleme. Ready? As ready as I'll ever be. Jetzt kommt das Schwierigste. Die obere Rahmenhälfte. Besonders an den Verbindungsstellen ist es sehr eng. Und man muss aufpassen, dass die Dichtung schön mittig eingefädelt ist und nicht zerquetscht wird. Mit Kabelbindern kann man die eine Seite temporär sichern. Aber immer noch fehlen ein paar Zentimeter, das gibt's doch nicht. Die Löcher und die darunter liegenden Verbindungsstücke müssen wirklich auf den Millimeter genau passen, sonst bekommt man die Schrauben nicht rein. Super. Jetzt ist es wieder verrückt. Aber irgendwann klappt es doch. Super. So. Erste Seite fertig. Auf der anderen Seite wieder der Trick mit dem Kabelbinder. Und dann ist die erste Schraube drin und es ist so gut wie geschafft. Ja. Geil. Gut, stopp. Kabelbinder weg. Dass du arbeiten kannst. Muss ich noch drücken? Kabel vielleicht ein bisschen. Geil. Yeah! Das hält jetzt fest. Guck mal, wie schön! Beim nächsten Mal kommt noch ein Hindernis. Das Loch ist zu groß fürs Fenster und muss an einigen Stellen kleiner gemacht werden. Löcher flicken ist schwieriger als Löcher machen. Bis dann!